So, heute machen wir einen veganen Frappé. Dazu haben wir folgende Zutaten. Einmal habe ich Haselnussmilch eingefroren. Also das ist halt ein ganz guter Trick, damit es ein bisschen cremiger von der Konsistenz wird. Machen wir einfach 3 große Eiswürfel rein. Man kann auch mehr oder weniger, je nachdem was für eine Menge man haben möchte. Also von der Menge her wird es ungefähr 500 Milliliter. Also ich brauche das, um wach zu werden, einen großen Kaffee. Genau, dann haben wir Tonkabohnen. Die habe ich jetzt schon gemahlen. Das kann ich gerne mal im anderen Video zeigen, wenn da Interesse besteht. Und zwar einfach mit Mandeln und die Bohnen an sich, damit man die nicht immer, man muss die ja sonst mit einer Reibe irgendwie reiben. Also das sind Tonkabohnen, das ist einfach so ein vanilliger Geschmack, der finde ich, macht es noch leckerer. Dann haben wir Hafertrink und Kokosnusstrink, so ungefähr 300 Milliliter, die dazu kommen. Dann, das ist egal, was für eine Marke man nimmt, aber ich nehme deswegen Instant-Kaffee, weil flüssiger, dadurch wird halt die Konsistenz nicht so cremig, sondern dann wird es halt sehr flüssig. Ich habe schon alles probiert und mit dem fährt man irgendwie am besten. Und dann noch so ungefähr 6 Eiswürfel, so mittelgroße. Und Banane, das wichtigste Banane. Die muss auch schnell verwendet werden, deswegen müssen wir jetzt Gas geben, weil die taut natürlich dann auf. Die habe ich eingefroren, vom Reifegrad ungefähr so. Wenn man das noch süßer haben möchte, muss man noch länger warten, aber ich empfehle es nicht mit sehr grünen Bananen, habe ich ausprobiert, schmeckt widerlich. So, dann haben wir hier den Mixer und unseren Behälter. Da geben wir jetzt, ich mache es immer so, ich gebe erst die Eiswürfel rein, weil sonst spritzt das nicht hoch, wenn man die am Schluss reingibt. Und die Banane. Die ist auch schon ein bisschen aufgetaut, also das geht relativ zügig. Man muss das, glaube ich, so innerhalb von 10 Minuten schon verwenden. Dann kommt die Tonkabohne rein, mit Mandeln, wie gesagt, gemixt. Und dann halt die Flüssigkeiten. Und den Kaffee. Genau, der Kaffee sind 2 gehäufte Teelöffel. Also man kann auch 3 nehmen, dann wird es allerdings wieder ein bisschen bitter. Also da muss man ein bisschen aufpassen mit diesem Instant-Kaffee. Das kann schnell, das sieht ja so wenig aus, aber das hat schon in sich. Ja, dann stellen wir das Ganze auf unseren Mixer. Also man braucht schon, glaube ich, einen Mixer, der Eiswürfel zerhacken kann. Ansonsten wird es wahrscheinlich schwierig. Und ich stelle dann, hier gibt es bei mir die Option mit Green Smoothie, auch wenn es das jetzt nicht ist. Das dauert knapp 2 Minuten und dann schaue ich immer, je nachdem wie es sich verhält, wie lange man dann mixen muss. So, damit wir auch ein bisschen dieses Feeling bekommen, weil man jetzt im Moment ja nicht gerade so viel rausgehen kann, habe ich dann noch so einen schönen Becher von Starbucks. Kann man natürlich auch, keine Ahnung, alles andere nehmen, aber ich finde, damit kommt so ein bisschen dieses Coffee-to-go-Feeling auf. Und den verwende ich dafür. Und wie gesagt, von der Menge her ist es halt echt schon eine große Portion. Knapp 500 Milliliter gehen hier rein. Kann auch sein, dass es ein bisschen mehr ist. Und wie man sieht, die Eiswürfel sind komplett durch, aber es ist immer noch schön cremig, ist halt so ein schönes Frappé. Genau. Und hat keinen zusätzlich zugeführten Zucker. Also Banane macht das echt schön süß. Es ist natürlich ein anderer Geschmack als Zucker, aber wenn man sagt, man möchte ein bisschen seinen Zucker reduzieren, dann finde ich, ist das ganz gut. Ich finde, das ist eine gute Alternative. Man kann es natürlich auch unvegan machen und normale Milch verwenden, also so wie man möchte. Genau.